Als ich vor über 3 Jahren allein auf meine erste große Reise aufgebrochen bin, hatte ich Angst davor, mich einsam zu fühlen. Es fiel mir schwer, alles aufzugeben und mein sicheres Auffangnetz zu verlassen. Let's go! Nur auf mich allein gestellt zu sein, verunsicherte mich. Aber mit jedem Kilometer Entfernung von meinen Wurzeln löst sich auch etwas in mir. Ich lernte, mich ganz auf mich selbst zu verlassen und jedes Problem zu lösen, das mir in den Weg kam. Aber mir wurde vor allem schnell klar, dass ich nicht allein auf dieser Reise bin. An jeder Ecke dieser Welt warten neue Bekanntschaften darauf, ein Teil meiner Reise zu sein. Das Tolle ist, dass man auf Reisen die unterschiedlichsten Menschen trifft, die im normalen Alltag in Deutschland wahrscheinlich nie in mein Leben gestolpert wären. Das bist du. Wann war er auf den Bahamas? 73. 73, Ja. krass. Ich wusste nicht, dass es damals Bahamas gab. Es gab definitiv schon Momente auf meinen Reisen, auf denen ich mich einsam gefühlt habe. Aber auf der anderen Seite beobachte ich auch immer wieder, wie viel offener ich für neue Bekanntschaften bin, wenn ich alleine reise. Dann bin ich auf den sozialen Austausch mit anderen angewiesen und finde so schneller Anschluss. Thomas, mein Freund aus Norwegen hier, der möchte Hula-Hoop-Reifen lernen. Aber ich habe nur einen Reifen dabei. Ich habe kein Reserverad dabei. Ich habe immer normal ein Reserverad dabei. Das ist einfach Pflicht. Aber diesmal nicht. Deswegen möchte ich noch einen Reifen bauen. ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? Ja, no problem. Το λεωφορείο 3 ώρα, 3. Oh. Και κουρασμένη από πάει στις ελιές. Ja. Okay. Ja, die Sache ist, ich wollte eigentlich gar nicht nach Kyparissia, aber ich konnte jetzt natürlich auch nicht Nein sagen. Aber hier ist auch ein Baumarkt. Ich habe niemals gedacht, dass ich das so schnell bekomme jetzt. Ich bin so happy. Ja, ich habe generell irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich die Tage so ein bisschen so einen Lauf habe. Es ist gerade ziemlich viel Gutes dabei und das ist total schön. Als ich mit dem Wohnmobilreisen begonnen habe, wollte ich immer absolut unabhängig sein und dachte, ich brauche gar keine sozialen Kontakte. Ich bin mir selbst genug und kann alles allein machen. Mit der Zeit habe ich gelernt, da eine gesunde Balance zu finden zwischen, ich bin nicht angewiesen darauf, dass mich andere glücklich machen, aber die richtige Gesellschaft darf mich glücklich machen und da lasse ich mich auch voll und ganz drauf ein. Also wir machen erstmal nur blau und das weiß und das rot wickeln wir quasi so drüber, weißt du? Ich wollte schon länger wieder mit Hula Hoop anfangen und es hat mich total motiviert, das mit jemandem zusammen wieder neu zu starten. Einmal soll ich so ein Reifenbauer sein. So schnell geht's. So schnell geht's auch schief, ne? Es sieht so cool aus. Schon gut, ja. Och, kann ich nicht. Ja, wir müssen ja noch üben. Ich kann kaum glauben, dass es jetzt vollbracht ist. Meine neue Website ist online. Das Coole ist nämlich, dass ich hier nicht nur Leute getroffen habe, die ich irgendwie privat cool finde, sondern sogar mit denen ich ein bisschen beruflich zusammenarbeiten kann. Und da habe ich den Tristan kennengelernt, der mir die Homepage neu gemacht hat. Und da haben wir die letzten Tage oder Wochen immer mal wieder dran gearbeitet. Und ich habe auch alle Bilder neu gemacht. Es gibt neue Produkte im Shop. Zum Beispiel gibt es die Mondohrringe jetzt auch in Silber und nicht nur in Gold. In meinem Shop findest du handgemachten Schmuck und Rückspiegelanhänger aus unserer Werkstatt in Deutschland. Um die neue Homepage zu feiern, gibt es die erste Woche 10% auf alle Artikel im Shop www.beirosagold.com mit dem Code ALLESNEU. Ich würde mich total freuen, wenn du vorbeischaust. Tristan und ich haben da eine Menge Mühe reingesteckt und es hat auch viel länger gedauert als gedacht, was aber auch nicht zuletzt daran lag, dass ich hier einen sehr schönen Freizeitstress hatte, mit einfach so vielen schönen Terminen. Heute hat auch noch Gina Geburtstag, wo ich mich auch voll freue, da eingeladen zu sein. Ist irgendwie so cool, wenn man Leute so ein paar Tage kennt und dann Geburtstag feiert. Du bist wie immer ein Naturtalent. Meinst du, ich fühle mich Nein! sehr blöd. Sehr blöd. Also äußerst blöd, ja. Es gab in meinem Leben immer wieder Phasen, in denen ich mich umgeben von Menschen trotzdem einsam gefühlt habe, weil irgendwie nicht die richtigen dabei waren. Und irgendwann dachte ich mir dann, na gut, vielleicht bin ich einfach nicht der Typ Mensch für Freundschaften. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich einfach nicht immer die richtigen Leute getroffen habe. Und wie soll man das auch, wenn man in Deutschland in seinen Strukturen festhängt? Da hat mir das Reisen wirklich geholfen zu erkennen, dass es eben doch genug tolle Menschen gibt, man muss sie nur finden.
Ich habe ja meine Hula-Hoop-Karriere vorgestern oder gestern angefangen. Und dann haben wir gestern einen Spaziergang gemacht. Und da haben wir eine gefunden, die arbeitet mit Hula-Hoop. Und da haben wir gleich einen Kurs bei ihr gebucht. Und das werden wir jetzt antreten. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ja, genau. Ich werde zeigen, wie ich es jetzt kann. So, the first rule on the glass is to don't get any thermic shock. So I need to warm slowly by slowly every stick I use. Schön, ne? Wow. Unsere Hula-Hoop-Lehrerin Laura reist mit ihrem Freund Toto und der ist einfach Glaskünstler und hat seine Werkstatt direkt im Camper dabei und fertigt dort wunderschöne Schmuckstücke. Ich finde es immer wieder faszinierend, was für unglaublich kreative Menschen man unterwegs trifft. Wow, this is so cool. This is some kind. The same kind. Then the one I did. Ah, okay, this is also beautiful. The vortex. That's different, yeah. Das ist unfassbar schön. Ja, ich finde es voll inspirierend, weil ich ja selber auch gerne so handgemachte Sachen mache und auch verkaufe. Andere Leute zu treffen, die das auch machen, das ist total schön, es motiviert. Könntest du dir vorstellen, auch Glas zu blasen? Ja, also ich habe immer so ein Problem. Ja, ich will dann auch immer alles selber machen. Mach doch. Ja, kann ich noch ein Hobby? Jetzt habe ich heute schon gemerkt, ich brauche noch viel mehr Reifen, habe ich festgestellt. Weil, also Laura hatte auch so viele Reifen. Ich brauche auch noch viel mehr Reifen und dann auch noch so einen Brenner und alles. Also langsam nimmt es überhand. Mein allerletzter Sonnenuntergang hier. Es ist irgendwie ein krasser Tag heute, weil es halt der letzte ist. Und als ich vor einem Monat hierher gefahren bin, habe ich mir überhaupt nicht ausmalen können, was hier so passieren wird. Und ich wusste auch nicht, wie lange ich hier bleibe. Und dass es jetzt doch ein Monat wird, hätte ich nicht gedacht. Und für mich ist es auch so paradox, weil ich ja 1,5 Jahre in Deutschland war und 3 Leute kennengelernt habe, wirklich 3. Und seit ich wieder unterwegs bin, lerne ich so viele Leute kennen, mit denen ich mich auch gut verstehe und so und die irgendwie in einer ähnlichen Lebenssituation sind, was natürlich klar ist, weil die sind auch unterwegs. Ja, das gibt mir schon zu denken. Ich merke jetzt erst, wie einsam ich tatsächlich in Deutschland war. Und das ist halt so paradox, weil ich damals nach der Überwinterung in Spanien habe ich ja mit dem Reisen aufgehört, weil ich mich einsam gefühlt habe und wieder Teil eines sozialen Konstrukts sein wollte. Und das habe ich dann in Deutschland halt irgendwie nicht gefunden. Das ist jetzt ein bisschen abruptes Ende, weil es brennt hier. Ja, also hier kreist die ganze Zeit so ein Hubschrauber, das sieht man wahrscheinlich nichts. Und es brennt halt hier in dem Wald dahinter. Guten Morgen! Ich fahre schon Inliner. Ja, ich sehe. Ja, es ist wunderbar. Nein, ich bin schon wach, schon längst. Die Sonne steht am Himmel, ist doch klar. Sehr gut. Das war ein bisschen so ein Witz von mir, jetzt so früh aufzustehen und Inliner zu fahren, weil Hannah gestern meinte, dass wenn sie morgen um 7 Uhr wegfahren, dass ich dann ja wahrscheinlich noch schlafe. Und dann war ich so, nein, um 7 Uhr, da fahre ich schon längst Inliner. Und jetzt habe ich es gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Aber jetzt ist, was mache ich jetzt um Tag? Es ist um 7. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal in Griechenland einen Sonnenaufgang gesehen. Das war auch cool.
Abschiede fallen mir weiterhin total schwer und ich weiß nicht, ob ich mich da jemals dran gewöhnen werde. Aber jeder Abschied erinnert mich auch daran, dass ich die einzige Person bin, die garantiert bis zum Ende meines Lebens an meiner Seite sein wird. Und deshalb ist es umso wichtiger, mit sich selbst in allen Facetten klarzukommen und da ist das Alleinreisen die beste Schule. Und unterm Strich reise ich zwar allein, aber fühle mich weniger einsam als vor dieser Reise.